So, ich stehe hier neben Andreas Meklau vom BLM Ducati Team. Andreas, schöne Strecke, gefällt sie dir? Ist es schwierig? Wie siehst du es? Die Strecke ist würde ich sagen, eigentlich ganz was anderes gegen andere Grand Prix Strecken oder WM-Strecken und hat da wie einen eigenen Reiz. Und mir taugt es eigentlich jedes Mal. Und das Einzige, was seit vielen Jahren komme ich nach Most eigentlich, und das Wetter war eigentlich immer ein bisschen komisch, eigentlich wechselhaft. Aber was soll's, aber es trotzdem, die Strecke ist einmalig und die Bedingungen sind für alle gleich. Und werden wir sehen eigentlich. Das Training war ja gestern eigentlich ja relativ kurz nur. Wir haben eigentlich nur wirklich so 20 Minuten eigentlich ideale Bedingungen gehabt. Und das wird ja einiges in Rennen eigentlich abzeichnen. Also es werden sicher einige Fahrer was probiert haben. Wir haben auch noch einiges probiert und ich hoffe, es wird ein interessantes Rennen. Es ist vor allen Dingen schwierig, das Motorrad richtig einzustimmen auf die verschiedenen Bodenwellen. Da muss das Fahrwerk perfekt abgestimmt sein. Also gutes Team ist auch notwendig. Auf jeden Fall. Auf dieser Rennstrecke sind momentan sehr viele Bodenwellen eigentlich. Aber es gibt so viele Rennstrecken, das sind Bodenwellen. Es gibt vielleicht neue Rennstrecken, da ist eben, aber das ist nicht das Hauptproblem eigentlich. Aber man muss sich eigentlich einstellen, der Fahrer und das Motorrad, und dann kriegt man schon hin. Also viel Glück, Andreas Meklau. Viel Spaß im Rennen. Wir gehen ab zum Jack. Ja, guten Tag, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie uns gewählt haben. Schön, dass Sie bei uns dabei sind bei der Pro Superbike 1997. Wir begrüßen Sie hier aus dem Kommentatorenstüberl, etwas höher gelegen als sonst in Most. Neben mir sitzt Michael Galinski, der für Sie auch den ersten Lauf co-kommentieren wird. Wir freuen uns auf spannende Rennen und jetzt gibt es erstmal wieder ein Interview mit Christa Lindholm. Bitte, Jan. Christa Lindholm, der im letzten Jahr die Pro Superbike Meisterschaft gewonnen hat, auf Ducati in diesem Jahr mit Yamaha unterwegs. Christa, how do you like this course? Christa, wie gefällt dir die Strecke? Sie ist nicht unbedingt meine Favoritenstrecke, aber sie gefällt mir ein bisschen. There are some hard things to do here when you come into this curve. How do you think? Wenn man diese schnelle Kurve fährt nach der Geraden, wie geht's da? Diese Kurve, sagt Christa, geht mit 220. So the people here are really expressing and expecting a real big race because they say this course is a Wie very sieht tough die course. Strategie fürs Rennen aus? Der Kurs ist ja schwierig, anspruchsvoll. Und Christa sagt, ja, der Start ist wichtig, hier gut wegzukommen. Und vom Training her sind wir ja mit dabei, also das sollte uns gelingen. Aber trotzdem wird es eine große Lotterie, auch gerade wegen der Wetterbedingungen. So good luck for the race. Thank you very much, Christa Lindholm. Christa Lindholm, der Meister des Vorjahres. Hier sicherlich Mitfavorit im Training, nur um ein Zehntel abgeschlagen. Und das ist Udo Mark, wieder genesen nach seinem schweren Anfangssturz der Saison in Zweibrücken. Er war nicht unter den ganz großen Namen dabei. Seine Trainingszeit war auf Platz 7. Wir gehen mal zum Führenden der Meisterschaft, zu Gregorio Lavia. Gregorio Lavia, how do you like this course? It's very Wie tough, gefällt right? Ihnen die Strecke, Gregorio? Das ist das erste Mal, dass ich hier bin. Und gestern hat es ja auch noch im Abschlusstraining geregnet. Insofern wird es schwierig. So what do you think? It's going to be a tough race against all the others with your Ducati. But the Ducati seems to be very good in Die this year, Ducati right? hat ja kräftig Power. Hat man da Vorteile in Most? Ja, die Okay, Maschine wish you good luck. Thank you very much, Gregorio glaube, Lavia. wir erleben ein spannendes Rennen, so in etwa die Worte von Gregorio. Das wurde jetzt ein bisschen abgebrochen, da jetzt die Startvorbereitungen anlaufen und wir sind gleich wieder für Sie da. Tipp des Tages präsentiert von PS. Das ist das Sport-Motorrad-Magazin. Und neben mir steht Wolfgang Mihan. Er ist der Mann, der die Pro Superbike-Serie für Radio Dresden die ganze Zeit begleitet. Wolfgang Mihan, wie ist Ihr Tipp des Tages? Wer wird vorne liegen? Also wenn man das gestrige Training sieht, dann waren 5 Fahrer innerhalb von einer Sekunde. Wenn man sich die Zeiten genauer ansieht, der Christa Lindholm ist eindeutig die konstantesten Rundenzeiten gefahren und ich denke mal, Christa Lindholm gewinnt. Dahinter glaube ich, dass die Ducatis auf dieser Strecke hier im Vorteil sind, dass also Lavia und Andy Meklau große Chancen haben. Also, wir haben es gehört, Christa Lindholm, Lavia und Andy Meklau. Das ist der Tipp des Tages von Wolfgang Mihan. Wir gehen zurück zu Jacques. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, auch aus der Kommentatorenkabine. Zugegebenermaßen etwas enger, aber Michael und ich, wir haben uns, glaube ich, ganz gut arrangiert. Michael, wie würdest du das Rennen charakterisieren? Was können wir uns erwarten während der 14 Runden? Also es wird ein spannendes Rennen geben. Vor allen Dingen hier ist die erste Linkskurve, ist ein Nadelöhr. Da passt wirklich nur einer durch, maximal 2 nebeneinander. Nachher, wenn mit hoher Geschwindigkeit drauf zukommt, eigentlich nur einer. Und da müssen sich die Piloten wirklich zusammenreißen, dass es dann am Start gut abgeht.
Okay, also das ist die Prognose vom Champ von 86 und wir blicken auf die Temperaturen. Sie sehen 15 Grad Bewölkung bei leichtem Wind, aber die Chance auf Regen ist natürlich sehr, sehr groß. Wir wollen es nicht hoffen, denn wir wollen natürlich trockene Bedingungen und damit einfach gleiche Voraussetzungen für alle im Trockenen. So muss ich formulieren. Blicken wir in die Startaufstellung und dieser Mann, Jochen Schmid, steht auf der Pole Position, der Meister des Jahres 95. Neben ihm Andi Meklau, den haben Sie im Interview gehört, der Österreicher aus Spielberg in der ersten Startreihe. Und dann Christer Lindholm auf Platz 3. Er hatte im Vorjahr hier auf der Ducati ja die Pole und Roger Kellenberger auf der Tita Honda aus Berlin komplettiert Reihe 1. Diese 4 also mit der Möglichkeit, in dieses Nadelöhr hinein zu stechen und vielleicht die Führung zu übernehmen. Aber das heißt nicht, dass einer der Piloten in den Reihen dahinter vielleicht auch mit einem Raketenstart vorfahren könnte. Und das sind die Piloten nämlich hier. Das sind Gregorio Lavia, Michi Rudroff, Udo Mark und dann Rob Phillips. Es geht weiter mit Anton Groschka, Joa Berner, Andrea Mazzali und Paul Leuthardt. In Reihe 4 sehen wir Robert Hüber, dann Uwe Wilhelm, Peter Linden, der Jetpilot und Thomas Klink. In Reihe 5 Uwe Pollheide, Christian Häusle, Andrej Lelek, Jiří Mrkivka, der Tscheche aus Brünn, dann Richard Heinrich, Meyer Harifat, Jörg Schmidt sowie Werner Dimpel in Startreihe 6. Und es gibt dann auch noch Hermann Schmid, Jarno Burkhardt, Johann Wolfsteiner sowie Marcel Mendel in Reihe 7 zu bestaunen. Und am Ende des Feldes stehen Detlef Guderian, Beat Neef und Ossi Niederkircher. Das also die Piloten. Sie sehen viele, viele Starter. Das sind 31 Superbike-Piloten, die in dieser Serie angreifen werden. 14 Runden, das sind 58,07 Kilometer. Der 5. Lauf also geht in wenigen Sekunden los und wir erwarten uns große, große Spannung während dieser gut 20 Minuten. Der Pole-Sitter Jochen Schmid aus ihrer Sicht ganz rechts mit der 2, dann Andi Meklau mit der 13, in der Mitte mit der 1, das ist Christer Lindholm, der Schwede, und Roger Kellenberger mit der 6, er in der ersten Reihe ganz links. Wir achten auf die Ampel und hinten gibt es jetzt die grüne Flagge. Der Start wird freigegeben in wenigen Sekunden. Oben jetzt gleich Rotlicht. Und los geht's. Wer gewinnt dieses Beschleunigungsduell? Herunter in diese knifflige Kurvenkombination. Es sieht aus wie Christer Lindholm vor Andi Meklau und Roger Kellenberger. Jochen Schmid, der Pole-Sitter, ist der Verlierer des Starts. Und Andi Meklau hat sich vorbeigeschoben. Meklau, Lindholm, Kellenberger. Und ich glaube, Udo Mark hat auf Platz 4 sich eingenistet. Roger Kellenberger hier im Vorjahr gestürzt. In aussichtsreicher Position. Und Meklau, der so unglaubliche finanzielle Probleme zu überwinden hat. Vielleicht in der Form seines Lebens momentan. In der Superbike-WM fährt er in die Top-10-Bereiche. Führt hier während der ersten Runde das Feld an. Hier der Mann mit der 13. Dann Lindholm, Kellenberger. Hier mit der 17 Mark. Und das ist Gregorio Lavia, der da von außen noch kurz hereinzog. Und dann das ganze Feld. Also Jochen Schmid hat den Start hier mit der 2 links im Bild gründlich vermurkst auf Platz 5. Und das wird schwer, obwohl er ja über eine verbesserte Motorenvariante hier verfügt. Hat er das nicht umsetzen können zu Beginn. Ducati gegen Yamaha, Meklau gegen Lindholm. Jetzt kommen die Piloten in den letzten Teil des Kurses, diese langgezogene Rechtskurve. Ich kann das von hier aus in etwa einsehen. Das ist richtig nebelig und dunkel da hinten. Und dann kommen Meklau vor Lindholm. 1:36,3 die erste Rundenzeit für Meklau. Lindholm 0,18 Sekunden gemessen zurück. Ja, Michael, der Start, wir haben es angesprochen, so wichtig. Siehst du auch Jochen Schmid hier Terrain verlieren? Ja, es wird schwierig haben, jetzt nach vorne zu kommen, weil man kann gar nicht so gut überholen. Das ist gerade jetzt hier gleich vor der Spitzkehre und da muss man ziemlich viel riskieren. Also er hat es jetzt erstmal schwer, nach vorne zu kommen. Und ich glaube, Michi Rudroff hat sich da ebenfalls noch vorbeigeschoben. So ist es, auch auf dem Computer ist Michi jetzt auf Platz 6 geführt. Aber vorne Lindholm gegen Meklau. Spielt hier auch die Motorenleistung eine entscheidende Rolle? Oder andersrum gefragt, wer hat Vorteile, Ducati oder die Vierzylinder?
aufgeholt. Es ist nicht mehr so ein großer Sprung wie im letzten Jahr, aber die Ducati verfügt natürlich noch über enorm Power. Und das nutzt Lindholm in dieser Sekunde. Da ist er in Führung gegangen. Schöne Einstellung, Freunde. Das war das Überholmanöver. Lindholm setzt sich innen neben Meklau und geht in Führung. Kann er sich jetzt da lösen? Lavia ist mittlerweile auf Platz 3 vorgefahren. Der Ducati-Pilot mit dem gelben Helm, da kann man ihn immer schön dran erkennen, führt ja noch in der Gesamtwertung, wenn auch nur ganz knapp mit 5 Pünktchen vor Andy Meklau. Also die Führenden der Meisterschaft auf den Plätzen 2 und 3 und der Gewinner des letzten Laufs am Sachsenring, Lindholm, als er so viele Punkte macht, hat ja 61 Zähler, jetzt mit einer guten Position. Dann Marc, der vorbei ist an Kellenberger, dann Michi Rudroff und Jochen Schmid. Hier noch einmal dieses Überholmanöver um die Spitze, gut gemacht. Super, von außen genommen, also hat er wirklich super gemacht. Und er ist auch gut drauf, man merkt es so richtig, er will es erzwingen und Yamaha hat gut gearbeitet. Also Christa ist wieder voll da. Obwohl ich noch mit Hermann Oetting, dem Teamverantwortlichen, vor dem Rennen reden konnte und da ein bisschen Pessimismus rausgehört habe. Nach dem Motto, wir haben keine Qualifying-Reifen gehabt und es ist nicht so gut gelaufen, die anderen sind auch stark. Hat Lindholm vielleicht jetzt hier das fahrerische Moment ausgepackt und sich in Führung geschoben. Lindholm, Meklau, Lavia, Marc, dann Roger Kellenberger mit der 6, der Honda-Pilot. Und dann Rudroff und Schmid. Die Piloten haben es beklagt und angesprochen, Michael. Dieser Bodenbelag, diese Wellen, kannst du das, bist selber ja auch gefahren, kannst du das näher erläutern? Wo liegt das Problem in der Dämpfung? Also das größte Problem ist praktisch die Kurve auf Start und Ziel, genau da, wo sie jetzt raufkommen, weil da da sind sehr viele Bodenwellen und wer da gut drüber beschleunigen kann, sein Fahrwerk gut im Griff hat, der hat den ganzen Speed für die lange Gerade, kann er mitnehmen und das ist eigentlich hier eine Schlüsselstelle, dass man da gut drüber wegkommt. Lindholm 2,17 Sekunden vor Lavia, der wieder an Udo Marc vorbeigegangen ist, beziehungsweise die beiden hier auf den Plätzen 2, auf den Plätzen 3 und 4, denn Meklau ist natürlich noch dazwischen, der Mann mit der 13. Das Abschlusstraining verregnet, die Startzeiten wurden am Freitag herausgefahren. Also die Piloten hatten am Samstag keine Möglichkeit, sich auf den trockenen Kurs weiter einzustellen, das Fahrwerk abzustimmen. Hat man dann Nachteile, wenn man nur eine Trainingseinheit auf trocken abstimmen kann? Die Bedingungen am Freitag waren in etwa so wie jetzt? Also die waren beide am Samstag. Am Samstagmorgen war ja die eine Geschichte und das zweite war verregnet und deswegen ist es sehr schwierig. Das vorhin mit den Qualifiern wollte ich noch mal zur Sprache bringen. Es ist vielleicht auch ein bisschen gar nicht so ein Nachteil, weil der Christa direkt auf Rennreifen gefahren ist und vielleicht damit gleich abgestimmt hat, wogegen die anderen mit Qualifier, die nur 3, 4 Runden erhalten, vielleicht für eine Pole Position halt darauf mehr Augenmerk hatten. Ne? Also vielleicht auch ein bisschen mauern seitens Yamaha, denn Lindholm kann sich hier weiter lösen. Fast eine Sekunde jetzt schon auf Meklau, 0,66 in der letzten Runde gemessen bei Start und Ziel. Jetzt dürfte das wieder etwas mehr geworden sein. Und hier um Platz 3 zwischen Lavia und Marc spitzt sich das Duell zu. Das Rauskommen also ganz wichtig. Jetzt hat Udo da Windschatten. Vorne Lindholm und Meklau bereits ein wenig enteilt. Und jetzt vielleicht der Angriff hier von Udo gegen Gregorio. Und das langt. Also gut gemacht. Da begann das Überholmanöver im Prinzip ausgangs dieser Kurve, dass man im Windschatten hat überholen können. Genau, und gerade da ist es, der Udo ist da schon zweimal gestürzt, also in den vergangenen Jahren in den Rennen. Und der weiß ganz genau, wenn ich da schnell bin, dann schaffe ich es auf der Geraden, dann habe ich genug Power und dann komme ich vorbei. War gut gemacht. Hier kommt noch einmal die Schlussphase. Da hat also Udo Marc frühzeitig angesetzt, sich herangesaugt und ist jetzt vorbei. Neue Reihenfolge: Lindholm, Meklau, Marc, Lavia, Rudroff, Schmid und Kellenberger, der verloren hat und auf Platz 7 sich befindet. Dann Gruschka, Hüber, Phillis, Berner, Mazzali, Linden, Klink und Leuter. Das sind die 15 in den Punkten. Ja, und Udo kann sich
sich lösen. Ähnlich wie vorhin Christa Lindholm, als er einmal vorbei war an Meklau. Also die Ducati, auch wenn natürlich Lavia und Meklau in verschiedenen Teams fahren, haben hier momentan das Nachsehen. Und dahinter, zwischen Rudroff und Schmid, entwickelt sich jetzt ein Kampf. Und Jochen ist vorbei. Selbe Stelle wie Lindholm eben vorbei an Meklau. Nutzt auch Jochen Schmid hier diese Stelle zum Überholen. Schmid ist jetzt Fünfter. Jochen Schmid in dieser Gruppe jetzt der Anführer, aber auch Roger Kellenberger auf Platz 7 jetzt hinter Michael Rudroff. Vielleicht hat Kellenberger hier in dieser Phase das Nachsehen. Denn der Express vorne geht ab 1:31,6, 1:31,9. Die Verfolger fahren 1:32,3, 1:32,4. Kellenberger im Fight, hier diese Stelle, keine Chance. Kann man da auch über die Kampflinie diese Position verhindern? Ja, aber so früh im Rennen wäre das der falsche Weg, weil wenn man da schon anfängt zu blockieren, dann fahren die Vorderleute weg. Und deswegen glaube ich, er sollte lieber versuchen, ja, da ist es passiert, war super gemacht, muss man auch sagen, vom Roger Kellenberger, das ist eigentlich vom TD-Team hier die Hausstrecke in Anführungsstriche, weil sie nicht weit von Berlin weg ist. Und hier wird sehr, sehr viel getestet und deswegen glaube ich auch, dass die hier besonders stark sein werden. Also jetzt Kellenberger vorbei an Rudroff. Jetzt sehen wir, ob sich der Mann mit der 6 lösen kann vom Suzuki Alpha-Piloten mit der 3. Hier noch einmal schön antizipiert. Da war die Lücke und Kellenberger in seiner unerschrockenen Art geht er da vorbei. Also wenn der Überholvorgang abgeschlossen ist, das fällt auf, dann lösen sich sofort die Piloten ein wenig voneinander. Also dieser Kurs, der hat auch wirklich alles. Er hat schnelle Kurven und er hat eine Spitzkehre, wo es im ersten Gang gefahren wird. Deswegen ist es eigentlich sehr wichtig. Und dadurch, dass wenig Training war, sind jetzt die Leute im Vorteil, die hier oft getestet haben oder die ihr Fahrwerk jetzt gut eingestellt haben. In den schnellen Kurven kann man hier Zeit holen. Das ist einmal nach der Start und Ziel die schnelle Links. Und hinter dem Boxenbereich ist noch so eine Doppellinks. Also da kann man wirklich Zeit holen, wenn man sein Fahrwerk auf dem Griff hat. Was auffällt, ist, dass Christa Lindholm auch auf der Yamaha eine immer dominierende Rolle einnimmt. Im letzten Jahr der Ducati mit DNL in der Mannschaft war er ja haushoch überlegen. Ist er deines Erachtens der beste Pilot, der auch auf Material, was nicht unbedingt so überlegen ist wie letztes Jahr die DNL Ducati, gewinnen kann? Er ist sicher einer der besten Piloten. Ich will nicht sagen, er ist der beste Pilot, aber er gehört zum absoluten Topkreis. Und man sieht, dass er auch Fahrzeuge entwickeln kann, mitarbeiten kann. Weil es gibt ja natürlich Piloten, die super fahren können, aber ihr Fahrwerk nicht weiterentwickeln können. Und Christa ist eigentlich einer, der mit Yamaha zusammen auch dieses Motorrad weiterentwickeln kann. Und es sieht gut aus für den Mann mit der 1. Christian Häusle war kurz im Bild mit der 40. Ihn haben wir Ihnen ja schon vorgestellt in den News vorhin. Hier der Ducati-Pilot fährt die Meklau-Maschine des Vorjahres. Das ist eine unglaubliche Leistung, hier mit einem amputierten Unterschenkel Motorrad fahren zu können. Ich kann mich im letzten Jahr an diesen schlimmen Sturz erinnern, als die Streckenposten da dachten, der Herr Häusler hätte sein Bein verloren. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Das waren Szenen, die da einigen das Blut haben in den Adern gefrieren lassen. Er wiegelt ab, sagt, das ist völlig normal, das ist Racing. Der Mann mit der 40, ein Charakterkopf in der Pro Superbike. Er ist zurück, wir freuen uns, wenn er weitere Rennen fahren kann und wir ihn Ihnen präsentieren können. Christa Lindholm scheint die Sache vorne im Griff zu haben. 2,09 Sekunden jetzt der Vorsprung in Runde 7. Meklau auf einem sicheren zweiten Platz, dann Marc Lavia auf den Plätzen 3 und 4. Schmid, Kellenberger, Rudroff, Phillips jetzt auf 8. Diese Plätze sind alle bezogen nach Michi Rudroff. Dieser Bruch zu Rob Phillips zum Australier, da liegen gut und gerne mal 15, 16 Sekunden dazwischen. Der Mann mit der 32, da ist Rob Phillips. Er
auf der Kawasaki von Emil Weber, Schweiz, unterwegs. Er sicherlich auch so ein Charakterkopf, der viele Jahre gefahren ist. Er hat immer gesagt, ich will mal was gewinnen, ich will die Meisterschaft holen. Auch in seinem fortgeschrittenen Alter von 35 plus X, ich sag's mal vornehmen, ist er doch wirklich ein Typ, den wir gerne sehen, oder? Vieles, der gehört einfach schon dazu. Das ist, wenn man bedenkt, was er schon alles gefahren hat, ne? Von Werksmotorrädern. Er ist als Australier den ganzen Sommer hier und nimmt das alles auf sich, weil er eigentlich noch mit dem Herz dabei ist. Er fährt gerne und man sieht es auch, er gehört einfach in die Pro Superbike gut hinein. Das ist Jochen Schmid, der natürlich auf der Werks-Kawasaki vom Team Green angreift, deswegen Vorteile materialmäßig haben sollte. Aber hier kommt er momentan nicht über Platz 5 hinaus und mir klingt noch sein Optimismus, seine Zuversicht in den Ohren vom Freitag, als er meinte, wir haben hier die Möglichkeit zu gewinnen. Und jetzt fehlt ihm doch an die Spitze etwas, obwohl er jetzt an Lavia vorbeigezogen ist, also sich nach vorne geschoben hat. Aber der Zug, der Express zur Spitze, der liegt bei 5 Sekunden, also das wird sehr, sehr schwer in den verbleibenden noch 6 Runden. Fährt er eine Sekunde schneller, wird es reichen. Glaubst du, dass er da noch ranfahren kann? Er wird es mit allen Mitteln versuchen und er wird sich ärgern, weil am Sachsenring war es ähnlich. Da hat er sich ja selber kritisiert, dass er praktisch beim ersten Start zu harmlos war. Und beim zweiten Start ist er richtig katapultmäßig nach vorne gestartet und hat es ja fast geschafft, ist nachher noch zurückgefallen auf den zweiten Platz. Aber es wird ihn schon ärgern, dass er wieder beim Start nicht dabei war. Also vielleicht der Spätstarter, der hier nicht mehr nach vorne Boden gut machen kann. Aber ich habe so ein kleines Zucken und ein Funkeln in den Augen von Michael Galinski gesehen, als ich gesagt habe, der Mann mit der 2, dem reicht es da nicht mehr. Wir verlassen uns da mal auf den Rennfahrer, der das natürlich viel mehr spüren kann, ob einer hier noch die Möglichkeit hat. Sehen Sie, wie er Lavia da schon abgehängt hat. Sofort mal 1,5 Sekunden, die er da Boden gut gemacht hat. Der nächste wäre Udo Mark, der liegt vor ihm 2 Sekunden in etwa. Lavia profitiert natürlich von seinem Superstart. Ein Doppelsieg in Zweibrücken als Newcomer. Ähnlich wie John Kosinski, der ja 96 auf einer Ducati den Auftakt in Misano mal ebenso locker aus dem Handgelenk gewinnen konnte. Und dann hat er gute Platzierungen eingefahren, sodass er immer noch die Führung innehat. Aber wenn er natürlich nur regelmäßig Fünfter wird, dürfte das nicht reichen. Überrundete Piloten. Jetzt Udo Mark geht da vorbei an Ossi Niederkircher aus Seefeld ohne Probleme. Schauen wir, ob Jochen Schmid weiter Boden gut gemacht hat. Hier Lindholm, dahinter Meklau, Abstand 2,7 Sekunden. Lavia hat es natürlich hier auch schwer, weil er kommt immer auf neue Strecken, wo er noch nicht gefahren ist, wo sie noch nicht getestet haben. Er kommt praktisch an, muss die Reifen raussuchen, muss sein Fahrwerk darauf abstimmen. Und beim ersten Lauf in Zweibrücken hat er so ein bisschen das Vorteil genutzt, dass alle noch nicht da waren. Und somit hat er es natürlich ungleich schwerer als die anderen, die schon zigmal hier waren und eine Grundabstimmung schon mal gemacht haben. Also ist seine Leistung auf Platz 5 sicherlich auch fahrerisch zu bewerten. Genau, also man darf jetzt nicht unterschätzen, was er hier leistet, weil er kommt erstmal hier hin und noch das zweite Training verregnet, wo man wirklich keine Einstellung an dem Fahrwerk vornehmen kann. Und so ist das wirklich hoch zu bewerten. Blicken wir in die Punkteränge, liebe Zuschauer. Lindholm, Meklau, also noch ungefährdet. Dann Mark, ein stark aufholender Schmid in Runde 10. Lavia, Kellenberger, Rodroff, Phillis. Dann Berner, Gruschka, Hüber, Mazzali, Klink und Leutert sowie Peter Linden, die 15 in den Punkten. Und einige Impressionen vom Schweden auf der Yamaha für Sie. Fährt er nur so schnell, wie er muss, um Meklau in Schach zu halten, oder? Also das ist ja die Konzentrationsgeschichte, wo wir uns schon mal darüber unterhalten haben. Ich denke, dass er wirklich im Moment noch immer so schnell fährt, wie er kann, weil die Konzentration, die braucht nur ein bisschen nachlassen und dann macht er irgendeinen Fehler. Deswegen wird er jetzt noch weiterziehen und wird zum Schluss sich dann die Sache so ausrechnen, dass es aufgeht. 4 Runden noch. Lindholm über Start und Ziel, dann Meklau. Und sehen Sie mal zwischen Mark und Schmid, also ich glaube, du hast recht gehabt, da bahnt sich noch ein Kampf um den 3. Platz auf dem Podium, auf dem Podest an. Da wird Jochen doch noch versuchen anzugreifen, oder?
Ja, und wird alles geben, damit er noch aufs Protest kommt, weil es ist halt einfach die Geschichte, die Meisterschaft, da muss er jetzt kontinuierlich vorne punkten. Und Udo Mark hatte ich noch gesprochen, er hatte im Training deswegen auch vielleicht nur der 7. Platz noch Probleme mit dem Vergaser, und zwar in der Kurve beim Aufziehen, den Teilastbereich, der hat nicht gestimmt. Und wenn er es nicht hundertprozentig im Griff hat, dann wird ihn das natürlich jetzt auch nicht gerade nach vorne peitschen. Und da ist jetzt Jochen Schmid schon fast dran. Sie sehen es, das sind gerade mal noch 5/6 Zehntel Unterschied. Wo wird er ihn sich zurechtlegen können? Wahrscheinlich, wo wir es schon zweimal gesehen haben, kurz vor Start und Ziel, da ist die beste Stelle beim Anbremsen auf die Doppelrechts. Hier reicht es noch nicht ganz, da verzerrt natürlich die Perspektive das ein bisschen. Aber jetzt gleich im hinteren Teil des Kurses vor Start und Ziel könnte er vielleicht dieses Manöver ansetzen. Überrundete Piloten könnten eine Rolle spielen. Das ist jetzt die Stelle, die ich gemeint habe eigentlich, aber durch den Überrundeten ist er nicht ganz zum Zug gekommen, und wir haben ja noch 3, also er wird es auf jeden Fall da in dieser Geschichte, wird es das versuchen oder oben vor der Spitzkehre. Mark gegen Schmid hier. Besorgte Mienen, seine Frau blickt dort hinüber über die Boxenmauer. Jetzt der Angriff. Und das passt. Also Jochen Schmid Dritter. Und noch vorbei am Mann mit der 17. Gut gemacht. Also das ein Manöver mit Ankündigung, mit Ansage. Sie haben es gesehen, wie das auch vorhin Lindholm gemacht hat, wie das einige andere Piloten vorexerziert haben. Jochen Schmid jetzt auf Platz 3. Hier die Wiederholung der Schlussphase. Einwandfreie Aktion, wieder Schlüsselstelle hinten raus beschleunigen. Wenn es da stimmt und man ist nah genug dran, dann kann man den Windschatten optimal nutzen und dann vorbeigehen. Man sieht auch, dass er kämpft. Also man sieht es, er slidet aus den Kurven. Er gibt alles wirklich, um sich jetzt auch zu lösen. Obwohl, wie gesagt, ist der Podiumplatz ist jetzt der, den er machen kann. Und naja, den will er auch einfahren, um jeden Preis. 4 Sekunden würden ihm theoretisch zu Milklau fehlen. Der hat wieder ein bisschen Boden gut gemacht auf Lindholm. Das sind jetzt nur noch 2,06 Sekunden. Aber ob für Jochen Schmid da jetzt noch 1,5 Runden vor Schluss mehr drin sein sollte, das wage ich doch zu bezweifeln. Lindholm beginnt die letzte Runde, und da hinten, hinter einem überrundeten Pilot, Jörg Schmidt, kommt Milklau. Letzter gemessener Abstand 1,82 Sekunden, dann Jochen Schmid. Odomark, Lavia, Kellenberger, Rudroff, Phillis, Berner, Gruschka, die ersten 10. Tja, ein besserer Start bei Jochen Schmid. Das wäre es vielleicht gewesen, oder? Ja, er wird sich wieder ärgern. Ich sag's, er wird für den zweiten Lauf alles versuchen, einen optimalen Start hinzukriegen, weil wenn er da vorne mit dabei ist, man sieht es von den Speed her, vom Power her, kann er es schaffen, wirklich mit der Spitze mitzufahren. Und Christa Lindholm hat nochmal an Boden verloren gegen Milklau. Der kommt da nochmal auf den letzten Metern eigentlich. Kontrolliert oder ungewollt. Das ist keine Sekunde mehr. 1,8 waren es am Ende. Noch einmal Hochspannung hier auf den letzten Metern. Kann da vielleicht Milklau noch einmal ansetzen? Ich denke nicht. Also eine souveräne Vorstellung von Lindholm. Der Schwede gewinnt in dieser Sekunde den ersten Durchgang in Most vor Andi Milklau. Wenn auch nur mit ganz knappem Vorsprung, aber ich denke, das hat er sich leisten können. Jochen Schmid wird Dritter, Udo Mark Vierter, 5. Gregorio Lavia, 6. Roger Kellenberger.
Christa Lindholm auf der Auslaufrunde. Er winkt dort den Fans zu. Meklau auf Platz 2. Und Jochen Schmid auf Platz 3. Diese werden wir bei der Siegerehrung sehen. Die weiteren Plätze für sie: Mark Lavia Kellenberger, hatten wir ihn schon genannt. Dann Rudroff auf 7. Rob Phillis, Berner, Roschka, Hüber, Marzali, Klink, Leuthardt und Linden. Die Piloten in den Punkterängen bis Position 15. Den hat er sich verdient, den Burnout. Den Reifen, den kann er zum alten Gummi geben. Da bekommt er natürlich von Michelin nachher noch eine neue Ausgabe. Hier für Sie grafisch aufbereitet das Ergebnis. Lindholm also von Meklau, sehen Sie mal, 0,8 Sekunden. Dann Schmid, die 3 auf dem Podest, dann Mark und Lavia. Auf Platz 6 Roger Kellenberger, dann Michi Rudroff, Rob Phillis, Joa Berner und Anton Gruschka komplettiert die ersten 10. Hüber, Marzali, Klink sowie Leuthardt und Peter Linden in den Punkten.